Amen. Amen. We got a nice quote from Sister Rachel from Minnesota today. Wir haben ein schönes Zitat von Schwester Rachel erhalten. It's taken from the Ministry of Healing, Es ist von Ministry of Healing, page 163, 163, paragraph 2. Paragraph 2. It should be in German, yeah? I think Ministry Oh Healing. yeah, is it's in German. Yeah. Paragraph 3. Ministry Healing, page 163, paragraph 2. 163. Paragraph 2. Aha. Yeah? You can give the reference. Ah ja. FA 167.2. Also im Englischen ist es MH 163.2 und im Deutschen FA 167.2. How little do we enter into sympathy with Christ on that which should be the strongest bond of union between us and him? Wie wenig teilen wir mit Christo das Mitgefühl, welches das stärkste Band der Gemeinschaft zwischen uns und ihm sein sollte. Compassion for depraved, guilty, suffering souls, dead in trespasses and sins. Nämlich Mitleid für herabgekommene, schuldige, leidende Seelen, tot in Übertretung und Sünden. The inhumanity of man toward man is our greatest sin. Das unmenschliche Benehmen des Menschen gegen seine Mitmenschen ist unsere größte Sünde. Many think that they are representing the justice of God, while they wholly fail of representing his tenderness and his great love. Viele glauben, dass sie die Gerechtigkeit Gottes vertreten, während sie ihnen seine Zärtlichkeit und seine große Liebe gänzlich abgeht. Often the ones whom they meet with sternness and severity are under the stress of temptation. Oft stehen diejenigen, denen sie mit Härte und Strenge entgegentreten, unter der Macht der Versuchung. Satan is wrestling with these souls, and harsh, unsympathetic words discourage them and cause them to fall a prey to the tempter's power. Satan ringt mit diesen Seelen und harte, gefühllose Worte entmutigen sie und lassen sie der Macht des Versuchens zur Beute fallen. So the two sentences that she wanted us to see Also die 2 Sätze, die sie wollte, dass wir sehen, were that the inhumanity of man towards man is our greatest sin, ist das der zweite Satz. Das unmenschliche Benehmen des Menschen gegen seine Mitmenschen ist unsere größte Sünde. and the second one, many think that they are representing the justice of God, while they fail of representing his tenderness and his great love. Und das zweite ist, viele glauben, dass sie die Gerechtigkeit Gottes vertreten, während ihnen seine Zärtlichkeit und seine große Liebe gänzlich abgeht. So that's a really nice quote. Das ist ein sehr gutes Zitat. This morning, Diesen Morgen we were discussing the role and scope of Ellen White's ministry. haben wir die Rolle von Ellen Whites Ministry uns angeschaut. We saw that the approach that we have of her works, Wir haben gesehen, dass unsere Angehensweise auf ihr Werk, that we take everything that she wrote literally to be incorrect. dass wir alles, was sie geschrieben hat, buchstäblich nehmen, nicht richtig ist. I think the more you think about what she has said, the more you would realize the inconsistency of making those assertions. Desto mehr man realisiert, was sie gesagt hat, Those arguments, assertions is arguments. I forgot the sentence now. That's right, it's okay, I know. The more you think about it, Desto mehr darüber nachdenkst, the more you would see that it's incorrect to use
Those arguments. Sorry, folks. We got distracted. Forget all of that. We'll cut that. We'll cut that bit out. The more you read her writings, Desto mehr man ihre Schriften liest, if you read things too literally, wenn du die Sachen zu buchstäblich liest, you begin to see how inconsistent it is to do that. dann siehst du, wie unkonsistent oder wie unbeständig das eigentlich ist. I want us to go back over a point that we've discussed a number of times now. Ich möchte, dass wir nochmal durch einen Punkt hindurchgehen, den wir eigentlich jetzt schon mehrere Male besprochen haben. When you come to Daniel 11 verse 40, Wenn man dann zu Daniel 11, Vers 40 kommt, whose version of that verse do you trust? Do you believe in? welche Version des Verses glaubst du denn? Remember when we said on the board here, Erinnert euch, wenn wir hier an der Tafel gesagt haben, Miller, Miller, which is the first generation, and Elder Jeff Pippinger are the fourth generation. welches die erste Generation ist und wir sind die vierte Generation. We said that Miller was a symbol of Miller and his associates, all those people that were in the Millerite movement. Dann haben wir gesagt, es sind Miller und seine Mitarbeiter, alle Leute in dieser Bewegung. So, whose version do we want to believe? Also welcher Version möchten wir denn glauben? Miller's version Die Version von Miller or Elder Jeff Pippinger's version? oder die Version von ältester Jeff? Which is the correct version of Daniel 11 verse 40? Welches ist die korrekte Version von Daniel 11, Vers 40? Now, the reason I asked the question in that way Der Grund, wieso dass ich diese Frage in dieser Art und Weise frage, is because most people, ist, weil die meisten Leute they think that the Adventist position on verse 40 denken, dass die adventistische Version von Vers 40 was not given to us in the first generation, but in the second. uns nicht gegeben wurde in der ersten Generation, aber in der zweiten Generation. I'll explain. That second generation, Diese zweite Generation, here where it says Ellen White, hier, wenn es sagt Ellen White, is the history of Uriah Smith. ist das die Geschichte von Uriah Smith. So most people think that Uriah Smith's version Die meisten Leute denken, dass die Version von Uriah Smith is the correct version of verse 40. die richtige Version von Vers 40 ist. Although a number of conservative Adventists would deny that position. Aber ein paar konservative Adventisten würden diese Position ablehnen. And I think the reason why we have come to these wrong ideas Und ich denke, der Grund, wieso dass wir zu diesen falschen Schlussfolgerungen gekommen sind, is we've attributed this different perspective of verse 40, different to ours, ist, weil wir diese Version unterstützt haben. So, helped. Zugerechnet haben. We've labelled it. No, not supported, attributed. Okay, zugeschrieben oder beigefügt. We've attributed it to Uriah Smith, the second generation. Wir haben es zu Uriah Smith der zweiten Generation hinzugeschrieben. And in reality, it should have been attributed to the first generation. Und in Wirklichkeit hätte diese Version in der ersten Generation zugeschrieben werden hätte sollen. Sorry. To Miller and his associates. Zu Miller und seinen Nachfolgern oder Mitarbeitern. Spezifically, Spezifisch Josiah Litch. mit Josiah Litch. I'm going to see if I can quickly find the reference, unless someone remembers it. Ich schaue schnell ein Zitat nach. Yeah, it's APEC. Es ist APEC im Englischen. I'm going to go with page 95.
Und wir gehen mit der Seite 95. 95. I'll explain. I'll give it in a second. I'll give it. Let me just check my reference. It's APEC. APEC. I'll give you a bit more information. Let me just make sure my paging was right. Ich schaue nur noch schnell, dass die Seitenzahl richtig ist. So, the title is called An Address to the Public and Especially the Clergy. Is it point what? 95.1. You got it. Eine No. Rede an der Öffentlichkeit, besonders an den Klerus. This is Josiah Litch, Das ist Josiah Litch written in 1841. und geschrieben im Jahr 1841. APEC. APEC. Address Zu to the public für die Öffentlichkeit and especially und im Speziellen the clergy. Church. der Klerus. So it's a talk, which is an address, a talk to the world and to the church. Also es ist eine Diskussion oder eine Rede für die Welt und für die Gemeinde. So that's what this, I guess it's an article, I think. Ich denke, das ist eigentlich ein Artikel. Let me just check if it's an article. It's a pamphlet. Es ist ein Pamphlet, ein Heftchen. Wie weißt du so schnell, dass es ein Heftchen ist? No, I'm not that clever. You go to the beginning of the book, Du gehst zum Anfang des reference. Buches. and it doesn't. Can you go to the beginning? Where's the beginning of that document? Down a bit. No. Down. Come to this one. Go up. Up. That down a bit. Bit more. There. That's it. Double click that. Ah. Let me see. No, it doesn't say it in the modern versions. Also sagt es nicht in den modernen Versionen. Now I'm out. If you can, I don't know if you can see on my one, it says here, information on this pamphlet. All right. It's APC. APEC. AP. I don't know. Okay, so this is the definitive document, the reference that we would use to understand verse 40. Das ist die Referenz oder der Abschnitt, den wir benutzen würden, um Vers 40 aus Daniel zu erklären. We went to page 95. Wir sind dann zu Seite 95 gegangen If you went there, what you would see is that this is a commentary. und wenn man dorthin geht, dann sieht man, dass es eigentlich ein Kommentar ist. I'm going to say on the book of Daniel, on the book of Daniel chapter 11. Mit dem Buch Daniel von Daniel 11. And the subsection is the French Revolution and the reign of Bonaparte. Und der Untertitel ist die französische Revolution und der Sieg von Bonaparte. So if you go further back, you'll see that this is basically a commentary on chapter 11. Wenn man mehr zurückgeht, dann sieht man, dass es eigentlich ein Kommentar über Daniel 11, Vers 40 ist. So this idea Also diese Idee, that verse 36, dass Vers 36 at least all the way down to 40, mindestens bis zu Vers 40 is dealing with France, mit Frankreich umgeht, French Revolution, die französische Revolution and the reign of Bonaparte. und der Sieg von Bonaparte. All Uriah Smith does, Alles, was Uriah Smith tut, he basically plagiarizes Litch's work, copy and paste. er tut die Arbeit von
von Litsch kopieren und dann wieder für sich benutzen und einfügen. So we should not be blaming Smith for anything. Also wir sollten Smith für gar nichts die Schuld zuweisen. Now, if you remember in this morning's class, Wenn ihr euch an diese Morgenunterricht erinnert, speaking about that little timeline we had there, 1, 2, 3, 4, wo wir über diese Zeitlinie 1, 2, 3, 4 gesprochen haben, what did I say the problem is? was habe ich gesagt? Was ist denn das Problem? What are we doing wrong? Was haben wir falsch gemacht? Wir dachten, es ist alles eine Generation. No, not that bit. Nein, nicht dieser Teil. What's at the top Was ist left dort and top right? ganz oben? Alpha und Omega. So what's the problem that we're doing wrong? Also was ist denn das Problem? Was machen wir denn falsch? We're the Omega. Wir sind die Omega. Und wir benutzen oder akzeptieren die Methodologie nicht von Alpha. Ja. So rather than going back to the Alpha history, Also anstelle, dass wir zurück zu der Alpha-Geschichte gehen, first generation, die erste Generation, what are we doing? was tun wir? We're going back to what? Wir gehen zurück zu was? Which history? Zu welcher Geschichte? Second history. Zur zweiten Geschichte. Our reference point seems to be Ellen White. Unser Referenzpunkt scheint so, dass es Ellen White ist. It should be the Millerites. Es sollten aber die Milleriten sein. We discussed this morning. Ellen White would say herself Und wir haben das heute Morgen schon besprochen. Ellen White würde sagen, that the first generation, dass die erste Generation, that was the foundation of her faith. dass das ihr Fundament ihres Glaubens ist. We do the same with verse 40. Wir machen das gleiche mit Vers 40. We go to the second generation history. Wir gehen zu der zweiten Generation Geschichte, Smith. Smith, And we should be going to the first generation history. aber eigentlich sollten wir zu der ersten Generationengeschichte gehen. Who? Und wer ist das? Litch. Litch. It should be Litch. Es sollte Litch sein. The date. Das Datum. Do you remember the date I gave you? Erinnert ihr euch an das Datum, das ich euch gegeben habe? 1841. 1841. So why should that be of significance to us? Wieso sollte dieses Jahr wichtig für uns The sein? name and the date. Der Name und das Datum. Weil Litch die Vorhersage für 1840 gegeben hat. So Litch begins his work around 1843. Also Litch fängt seine Arbeit etwa im Jahr 1838. 1838 an. And it continues up to 1840. Und es geht dann etwa bis zum Jahr 1840. And that's where he becomes famous in our eyes. Und dort wird er dann bekannt in unseren Augen. So what he is doing there Also was er dort tut, in 1838 to 1840, we'll mark 1840, im Jahr 1838 bis 40, aber wir nehmen jetzt mal das Jahr 1840. he's doing what? Was macht er da? He's given the loud cry Er gibt den lauten Ruf, of the first angel's message. die erste Engelsbotschaft. I want us to view it from that perspective. Ich möchte, dass wir das von dieser Perspektive sehen. Miller had given the increase of knowledge, Miller hatte die Zunahme an Erkenntnis gegeben and we all know that Litch's work served to do what? und wir wissen alle, dass Litch seine Arbeit eigentlich für was war? To confirm Zu bestätigen, Miller's message. die Botschaft von Miller zu bestätigen. And how does it confirm his message? Und wie tut denn das seine Botschaft bestätigen? Indem man das neue... He has to use Er muss exactly the same methodology that Miller uses. genau die gleiche Methodologie benutzen, die Miller benutzt. And Miller's methodology is day for year. Und Millers Methode ist Tag-Jahr-Prinzip. Brother Wolfgang, Bible verse. Bruder Wolfgang, Bibelvers. The Bible verse for day for year. Der Bibelvers für Tag-Jahr-Prinzip. Ich denke Hesekiel irgendwo. Okay? Remember Erinnere dich, the Ten Commandments. die 10 Gebote.
Is that enough clue? Ist das genug Hinweis? Sister Samina? Ezekiel? Hesekiel 4, Vers 6. So Ezekiel 4:6. Hesekiel 4, Vers 6. We should remember that now onwards. Wir sollten uns jetzt dann daran erinnern in Zukunft. Sister Sarah? Sarah. And the easier one. Und das No, Einfachere. it's not. No, it's not. The harder one. Das Schwierige. Numbers. Everybody okay with that? You trust it? Also 4. Mose. Was hast du gesagt? 4. Numbers Mose. 14. 4. Mose 14. 34. We all trust it. 44. Okay. Oder? Ezekiel 4:6. And Hesekiel Numbers. 4, Vers 6 und Numbers 14. 4. Mose 14. 34. 34. 32. 30. 4. Okay. Wait, let me just. No, it's okay. It's okay. Yeah? Yeah. Okay. So, I'm saying Also ich sage, that Miller gives the increase of knowledge dass Miller die Zunahme an Erkenntnis bringt and Litch is going to confirm that message. und Litsch wird diese Botschaft bestätigen. Sometimes we call it the empowerment of the message. Manchmal nennt man es auch die Bekräftigung der Botschaft. So I want to suggest it's the loud cry of the first angel Also ich möchte vorschlagen, dass es der laute Ruf des ersten Engels ist, because he brings confirmation to that message. weil es eine Bestätigung dieser Botschaft ist. 1840, 1840, August 11. am 11. August. Sarah. Was würde dann der Test sein? He's going to confirm Er wird that bestätigen, Jesus is about to return in 1843. dass Jesus zurückkommen wird im 1843. Just like the Die Testwegmarke. where do you mark the test at the very end? Wo markierst du denn den gonna Test? do Am that? Ende von der Reformlinie? Es gibt immer noch eine andere Wegmarke. If you're going to take a history Wenn man eine Geschichte nimmt, with two waymarks in between, mit 2 Wegmarken dazwischen, if you had the increase of knowledge, wenn man dann die Zunahme an Erkenntnis hat the loud cry, und den lauten Ruf, where would you mark the test? wo markierst du dann den Test? The way you just did it. Der letzte. So if you're going to do that, then that would be 43. Also wenn man das tut, dann hat man dann hier 43. The same place that Miller wants to take you. Den gleichen Platz, wo Miller dich hinnehmen will. In meinem Verständnis wäre dieser Test im Jahr 1840. I'm saying this would be 40. Das wäre hier 40. This we'll put 18 Hier machen wir das Jahr 18. and this 1818. 98. Und das 1798. I think August 11th, 1840 has all the properties of the loud cry. Ich for that denke, der 11. history. August 1840 hat all die Eigenschaften für den lauten Ruf in dieser Geschichte. And so when Litch writes this article Wenn Litsch dann diesen Artikel schreibt, in 41, in 41, I would say this is part of that cry that he's giving. It's Then- part of his message. würde ich sagen, dass es Teil seines Schreis oder seiner Botschaft ist. We've presented on this subject in the past, Wir haben dieses Thema schon in der Vergangenheit präsentiert, both in our movement beide in unserer Bewegung
and in Ellen White's writings, und in den Schriften von Ellen White. and unless you look really carefully in Litch's work, Und wenn du nicht sehr vorsichtig im Werk von Litch bist, what you don't notice was du dann nicht merken würdest, is that 1840 ist, dass im Jahr 1840 is in the midst of I'll call it a civil war. inmitten von einem Bürgerkrieg ist. It's a war between Turkey and Egypt. Es ist ein Krieg zwischen der Türkei und Ägypten. I'm not sure why, Ich bin mir nicht sicher wieso, but in the past, when we've viewed this conflict, aber in der Vergangenheit, als wir diesen Konflikt uns betrachtet haben, I don't think we've had a correct perspective of the reasons for that war and the nature of the war. denke ich nicht, dass wir die richtige Perspektive darüber haben, wieso dieser Krieg war und die Eigenschaften von diesem Krieg. For some reason, we've seen Egypt as the aggressor, Aus irgendwelchen Gründen haben wir Ägypten als aggressiv, als den Angreifer gesehen or as some radicalized fanatical movement. oder als eine fanatische, radikalisierte Bewegung. And yet, if you go into the history, you'll find that it's not that way at all. Aber wenn man in die Geschichte zurückgeht, dann sieht man, dass es eigentlich gar nicht so ist. Ich kann mich nicht erinnern, dass wir diese Geschichte mit ältester Jeff besprochen haben. Er hat immer gesagt, dass Uriah Smith falsch war. I'm just referring to August 11th, 1840. Ich beziehe mich auf den 11. August 1840. The way we've approached that verse, Die sorry, Art- that date, Die Art und Weise, wie wir dieses Datum angehen, is we've made Egypt look bad and Turkey look like some poor, helpless country that needs assistance. ist, dass wir Ägypten als ein gutes Land dargestellt haben und Turkey, the other country? Egypt is the aggressor, Ja. and Turkey is some poor, helpless Und country. die Türkei ist so ein armes und hilfloses Land. And I think we've looked at this history in a way that is incorrect. Und ich denke, dass wir uns diese Geschichte in einer falschen Art und Weise betrachtet haben. As you say, Wie du gesagt hast, we haven't looked at this history properly wir haben uns diese Geschichte nicht richtig angeschaut in der Vergangenheit, because we saw this as a second generation issue with Smith. weil wir das als eine zweite Generationenproblem ansahen und das war mit Smith. And therefore we blinded ourselves Und deswegen haben wir uns selber sozusagen blind gemacht, to looking at that history carefully. dass wir diese Geschichte uns vorsichtig betrachten. But if you go from 1839 Aber wenn man von 1839 to 1841, zu 1841 geht, there's a 2-year war between Egypt and Turkey. dann gibt es einen zweijährigen Krieg zwischen Ägypten und Türkei. Turkey had promised Syria to the Egyptians. Die Türkei hat Syrien an Ägypten versprochen. I call them Egyptians, but they're not Egyptians. Ich nenne sie Ägypter, aber eigentlich sind sie gar keine Ägypter. These are part of the Ottoman Empire. Sie sind ein Teil des Osmanischen Reiches. But by this point in history, Aber in diesem Zeitpunkt they had broken away from Turkish rule. sind sie von den türkischen Regeln abgebrochen, They Herrschaft abgebrochen. had become estranged from them, Sie wurden separated. von ihnen getrennt. Earlier, Und früher noch Turkey had promised Egypt, hatte die Türkei Ägypten versprochen, if you do some work for me, wenn du ein bisschen für mich arbeitest, we will give you Syria. dann werden wir dir Syrien geben. Egypt did that work, Ägypten hat dann diese Arbeit getan and then Turkey said, und dann hat die Türkei gesagt, we've changed our mind, we're not going to give you this land. wir haben unsere Meinung geändert und wir geben dir dieses Land nicht. So Egypt decided to take it by force. Also tut sich dann Ägypten entscheiden, dass sie es mit Zwang zurückholen werden.
And that's when the European powers got involved. Und das ist dann, wo diese europäischen Mächte involviert wurden. So 1840 Also im Jahr 1840 is part of a 2-year war, ist ein Teil von einem zweijährigen Krieg, 39 to 41, 39 bis 41, between Egypt and zwischen, Turkey. zwischen Ägypten und Türkei. But that 2-year war Aber dieser zweijährige Krieg itself selber is part of a larger war, ist sogar noch ein Teil von einem größeren Krieg, a 10-year war, nämlich ein zehnjähriger Krieg. a 10-year war between Egypt and Turkey. Ein zehnjähriger Krieg zwischen Ägypten und der Türkei. It begins in 1831 Es fängt nämlich im Jahr 1831 an and ends in 1841. und endet dann auch im Jahr 1841. Now, that war Dieser Krieg was created by a set of circumstances, wurde kreiert durch verschiedene Umstände. and the circumstances of that war Und diese Umstände dieses Krieges can be traced all the way back kann man bis zurückverfolgen to 1798, bis zu 1798, when France As invaded Egypt. als Frankreich in Ägypten einmarschiert ist. Now, this is not prophecy, this is history. Das ist nicht Prophetie, das ist Geschichte. What I mean by that Was ich damit meine, is these are just historical facts. ist, dass das einfach historische Fakten sind. To make them prophecy, Um sie dann in Prophetie zu verwandeln, you have to turn them into special historical events. muss man sie dann in spezielle historische Ereignisse machen. But the historical facts are these. Aber diese historischen Fakten sind diejenigen. France invades Egypt. Frankreich marschiert in Ägypten ein. It doesn't subdue Egypt. Es tut Ägypten nicht unterwerfen. France moves on to Syria, Und Frankreich geht dann zu Syrien fails in Syria, und tut in Syrien fehlschlagen tries to come back to Egypt, und versucht dann zurück nach Ägypten zu gehen fails again, und tut wieder einen Fehlschlag haben. and then France leaves. Und dann geht Frankreich weg. All within about 1 year. Alles etwa in der Zeitspanne von einem Jahr. And the end result of all of that intervention by France Und dieses Endresultat von dieser Einmarschierung von Frankreich, Einmischen von Frankreich, was that this province of Turkey, the province of the Ottoman Empire, war, dass die Provinz des Osmanischen Reiches called Egypt, Ägypten gerufen hat, welches Ägypten genannt wird, the province of the Turkish Empire, of the Ottoman Empire, Egypt, became emboldened, became strengthened. wurde gestärkt. They became strengthened so much Sie wurden so sehr gestärkt, that they essentially became an independent state. dass sie eigentlich ein unabhängiger Staat wurden. This is Egypt, Das ist jetzt Ägypten. 1799. 1799. Then, in the following 30 years, Dann in den folgenden 30 Jahren Egypt became stronger and stronger wird Ägypten stärker und stärker and behaved almost like an independent country. und hat schon fast wie ein unabhängiges Land gehandelt. It does this deal with Turkey, Es geht so mit der Türkei um. essentially Er geht einen Handel mit der Türkei ein becoming mercenaries for the Ottoman Empire, und sie werden dann paid soldiers. bezahlte Soldaten And so their salary und somit ist ihr Lohn was what? was? I said before. Das habe ich schon vorher gesagt. Syria. Syrien. That was the pay. Das war ihr Lohn. You do this job for us, Du machst diese Arbeit für uns. go to work, go to war for us, Du gehst für uns in den Krieg and we'll pay you Syria. und wir werden dir dann Syrien zahlen. They did that. Sie haben das dann gemacht. They didn't do a very good job, Sie haben aber nicht so eine gute Arbeit geleistet. but there's a reason for that. Da gibt es auch einen Grund dafür.
After that, they wanted payback, Danach wollten their sie salary. zurückbezahlt werden, ihr Lohn bekommen. Syria. Syrien, Turkey said no. die Türkei hat gesagt nein. It sparked a 10-year war. Dann tut das sich ausdehnen zu 10 Jahren Krieg. Dann empfacht sich dieser Krieg für 10 Jahre. The dates? Die Daten 31 to 41. 31 bis 41. That war Dieser Krieg was in 2 parts. war dann in 2 Teilen. 2 years at the beginning and 2 years at the end. 2 Jahre am Anfang und 2 Jahre am Schluss. 31 to 33. 31 bis 33. Then a break. Dann gibt es eine Pause. Then 39 to 41. Und dann 39 bis 41. And 40, Und 40, which is in the middle of that last part of the war, welches die Mitte der letzten Teiles dieses Krieges is what we understand ist, was wir verstehen, Josiah Litch's explanation of Revelation 9. die Erklärung von Josiah Litch von Offenbarung 9. So Litch understood all of this. Also Litch hat das alles verstanden. He didn't explain it in the way that I've explained it. Er hat es aber nicht so erklärt, wie ich es jetzt vorher gerade erklärt habe. But you can trace from cause to effect. Aber du kannst von Auswirkung zu Ursache zu Auswirkung gehen. Napoleon Bonaparte goes to Egypt, Napoleon geht zu Ägypten 1798. 1798. 42 years later, 42 Jahre später, what happens? was passiert da? The restraining of what we would call radical Egypt. Das Zurückhalten des radikalen Ägyptens. August 11th, 1840. 11. August 1840. It's direct cause to effect. Es ist von Ursache zu Auswirkung. What I've just explained Was ich jetzt gerade erklärt is habe, exactly the same methodology that we use today to explain anything that we do. ist genau diese Methode, die wir benutzen, um die Sachen zu erklären, So if you believe in August 11th, 1840, Also wenn du in den 11. August 1840 glaubst, then you have to believe dann musst du auch glauben, that that event was caused by what? dass dieses Ereignis von wem verursacht wurde. France invading Egypt. Frankreich, der in Ägypten einmarschiert. The invasion of Egypt is August 11th, 1840 is the direct result of Napoleon invading Egypt. Der 11. 1840 1840 is the direct result ist das direkte Resultat of Napoleon invading Egypt von Napoleon, der in Ägypten einmarschiert. 42 years before. 42 Jahre zuvor. The Thank you. whole of the Millerite history Die ganze Milleritengeschichte has Islam traced all the way through it from beginning to at least near the end. hat den Islam in der ganzen Geschichte vom Anfang bis fast zum Ende. So if we believe in Litch's work of 1840, Wenn wir in die Arbeit von Litch im Jahr 1840 glauben, why don't we believe him wieso glauben wir ihm denn nicht, when he teaches wenn er lehrt, that Daniel 11 verse 40 dass Daniel 11, Vers 40 is about France invading Egypt? über Frankreich geht, der in Ägypten einmarschiert? Why do we have a problem with that? Wieso haben Sie denn ein Problem damit? König des Südens? We could argue about the issue of King of the South, Wir könnten mit dem Thema des König des Südens argumentieren, but I think those arguments, aber ich denke, dass diese Argumente they could be overcome, überkommen werden können. just like we overcome difficult problems too. So wie wir auch schwierige Probleme überkommen können oder überwinden können. The problem that you're confronted with Das Problem, Problem, das du gegenüberstehst, is that Litch's approach, ist, dass die Herangehensweise von Litch, his analysis of history, seine Analyse der Geschichte, his methodology seine Methode is
exactly the same as we use. ist genau das gleiche, wie wir es heutzutage benutzen. And separate to that, Und ja, unabhängig davon, if you're going to believe his version of 1840, wenn man seiner Vision von dem Jahr 1840 glaubt, and 1840 is connected to all of this history, und 1840 ist mit der ganzen Geschichte verbunden, why do we reject one part and only accept another part? wieso tun wir dann den einen Teil ablehnen und den anderen Teil annehmen? And of course, the second issue, Und natürlich auch das zweite Thema oder Problem Jesus is supposed to come back in the 1860s. ist, dass Jesus zurückkommen sollte in dem Jahr 1860. We learned this morning, Und wir haben heute Morgen gelernt, how many generations do we have? wie viele Generationen haben wir denn? From Luke 21. Von Lukas 21, One generation. eine Generation. And if it's one generation, Und wenn es eine Generation ist, you have how many time of the ends? haben wir wie viele Zeit des Endes? One time of the end. Ein Zeit des Endes. If you have one time of the end, Und wenn du dann ein Zeit des Endes hast, our version of Daniel 11 verse 40 has to be wrong. muss unsere Version von Daniel 11, Vers 40 falsch sein. Because we have Falsch two sein. time of the ends. Denn wir haben ja zwei Zeit des Enden. And it cannot be correct. Und das kann ja nicht richtig sein. So, Josiah Litch's version Also die Version von Josiah Litch of verse 40 von Vers 40 has a lot of integrity and a lot of merit to it. hat viel Wert. This is why when we approach our history, Deswegen, wenn wir unsere Geschichte angehen, unsere Angehensweise, we have to be really careful if we're going to pick one part of his study and reject the other parts. müssen wir sehr vorsichtig damit sein, wenn wir einfach einen Teil annehmen und den anderen Teil ablehnen. And that's the difficulty that we have found ourselves in. Das ist die Schwierigkeit, in der wir uns selber wiedergefunden haben. It's caused us to make, I think, a number of mistakes. Es hat uns dazu geführt, dass wir ein paar Fehler gemacht haben. Any questions on that? Gibt es irgendwelche Fragen? Some presentations before you said that our view about the second time of the end is correct because we have no other choice today because Jesus didn't come. Also du hast gesagt, dass das zweite Zeit des Endes eigentlich richtig ist. Hast du das gesagt? So Weil Jesus ist ja nicht wiedergekommen. the difficulty that confronts us Die Schwierigkeit, mit dem wir konfrontiert werden, when you read verse 40, wenn du nämlich Vers 40 liest, who has the correct interpretation? wer hat da die korrekte Interpretation? Litch Litch or Pippinger? oder Pipenger? And the answer is, Und die Antwort ist, I would suggest both. ich würde vorschlagen, beide. If Christ returns early, Wenn Christus früh wiederkommt, it's Litch's version. dann ist es die Version von Litch. If Christ returns later, Wenn Christus später wiederkommen würde, it's Pippinger's dann version. wäre es die Version von And there's Pipenger. enough information in that verse. It's written in such a way Und es gibt genug Informationen dafür, that both versions can be read and understood to be correct. dass beide Versionen richtig gelesen werden können und auch richtig sind. Now, if we took these three histories, Wenn wir diese drei Geschichten nehmen würden, what was Christ's original intention for returning back the second time, the second advent? Which was the Was? original intention? was war seine originale Absicht, wann er wiederkommen sollte? This one. 1863, dieses hier, This is his original intention, das ist seine originale Absicht. which therefore would mean Das bedeutet somit, that Litch's understanding of verse 40 should be the original intention of that verse. dass die originale Version von Litch die ursprüngliche Version von diesem Vers sein sollte. Not Nicht our version of verse 40. unsere Version von Vers 40. It all seems so obvious today, doesn't it? Alles scheint so offensichtlich heutzutage. And it's funny how only a few years ago,
Und das ist lustig sozusagen, wie vor ein paar Jahren we were so convinced waren wir so überzeugt, that Smith was foolish in his interpretation, dass Smith so falsch in seinen Interpretationen war, that we were so correct, dass wir so richtig seien and we would, publicly attack anyone who would have a different view of verse 40 to ours. und wir würden jeden angreifen, der nicht die gleiche Art und Weise oder Sichtweise von uns hat über Daniel 11, Vers 40. And maybe at least one thing we should realize we should be more humble at least Wir sollten eigentlich wirklich mehr demütig sein, about being careful of how hard we are upon people who have different views to us. dass wir vorsichtig sind mit Leuten, die eine andere Sichtweise haben wie wir. Ich wollte dich fragen, wenn du die Serie über Josiah Leach, oder? Die Serie aufnimmst. From the yes. So this is the pattern Also das ist das Muster of the 10-year Syrian war. von den 10 Jahren des syrischen Kriegs. 31 to 33, 31 bis 33 39 to 41. und 39 bis 41. And this is 40, Und das hier ist 40, August 11th. der 11. August. And we have a number of... Let me just add one more piece to this. Lass mich noch ein weiteres Detail oder einen weiteren Punkt hinzufügen. We've spoken about this war, Wir haben über diesen Krieg gesprochen, spoken about 1840. über das Jahr 1840. It's a direct result of what? Und das ist ein direktes Resultat oder Ergebnis von was? It's direct result of 1798, Es ist das Resultat von 1798, when France invades Egypt. als Frankreich in Ägypten einmarschiert. And you've all accepted that. Und ihr habt das alle so angenommen. But the question is, Aber die Frage ist, why are they fighting? wieso kämpfen sie denn? Why is France... Wieso ist Frankreich? They've just taken Rome. Sie haben jetzt gerade Rom eingenommen. They're making war with most of Europe. Sie machen Krieg mit dem meisten Teil von Europa. Why is Napoleon interested in Egypt? Wieso ist Napoleon denn interessiert in Ägypten? What's the purpose of that? Was ist denn der Grund dafür? If his focus is on taking or controlling Europe, why does he go to Egypt for? Wenn seine Fokus darauf ist, Europa einzunehmen, wieso nimmt er dann noch Ägypten ein? At one of the most crucial times at least in that time period, in France's present history. 1798 is a really crucial moment, Das ist crucial. important. Das ist ein sehr wichtiges Jahr. Wieso genau in diesem wichtigen Jahr macht er das? The Pope isn't even dead yet. Der Papst ist ja noch nicht mal tot. He's been put in, I guess, a monastery somewhere in Er wurde France. in ein Kloster getan, irgendwo in Frankreich. He'll die the following year, I think. Und ist dann das folgende Jahr gestorben. So back at home, nothing is quite secure yet. Also zurück zu Hause ist nicht so sicher. And he runs over to Egypt like he's going on a holiday to the pyramids. Und er geht dann nach Ägypten, als ob er in die Ferien gehen würde, an den Pyramiden. What's he doing there? Was tut er denn da? So, Also, was heißt Trading?
Handelswege sich anschauen, sichern. At this moment, Napoleon is just a general, In diesem Moment ist Napoleon einfach nur ein General, soldier. ein Soldat. He has to do what he's told by his bosses. Er muss tun, was ihm gesagt wird von seinem Boss. And who is France's mortal enemy Und was ist denn der Todfeind von Frankreich? and has been for hundreds of years before? Und schon hunderte Jahre zuvor auch. England, Great Britain. England. And he knows Und er weiß, that if he tries to make a channel attack, dass wenn er versucht, über den Kanal anzugreifen, like almost everyone before him, he will fail. wie fast jeder von ihm zuvor, dann wird er fehlschlagen. It's almost like it's a cursed project Es doing ist that. fast schon wie ein verfluchtes Projekt, wenn man das tut. So what does he decide to do? Was entscheidet er sich dann zu tun? He decides to attack Great Britain economically. Er entscheidet sich, Großbritannien ökonomisch anzugreifen oder wirtschaftlich anzugreifen. 1798, Das ist das Jahr the 1798 slave trade ended decades ago. und der Sklavenhandel hatte schon Jahrzehnte zuvor aufgehört. America has already been lost. Amerika ging schon verloren. Most of the Caribbean has already been lost because it was all run on the slave trade. Die Karibik ist schon verloren, denn sie war auch beim Sklavenhandel. Das meiste davon war Sklavenhandel. Great Britain's only got one thing left. Und Großbritannien hat nur noch eine Sache übrig. What's that? Was ist das? India. Indien. India is the last place where it's able to create revenue, create money. Indien ist der letzte Platz, wo sie noch Geld verdienen können. And India was so significant, it was called the jewel in the crown of the British Empire. Und Indien war so wichtig, dass sie die Krone, ein Juwel in der Krone Britens war, It produced virtually genannt wurde. all the external revenue for Great Britain. Es hat extern das ganze Geld für Großbritannien eingenommen. And how do you get to India? Und wie kommt man dann zu Indien? Via Egypt. The Suez Canal doesn't quite exist yet, Dieser Kanal, der existiert jetzt noch nicht, der Suezkanal, but they do have a canal system, aber sie haben ein Kanalsystem, at least for part of that distance. mindestens für einen Teil dieser Distanz. So they can use small ferry boats Also können sie kleine Boote benutzen, Fährboote and camels, und Kamele, and they save thousands of miles rather than going all the way round the Cape of Africa. und sie umgehen ganz viele Meilen, indem sie nicht durch Afrika gehen müssen. Um Afrika. France wants Egypt to cut off that supply route. Frankreich möchte, dass Ägypten diese Unterstützungswurzel abschneidet. Route. What does that sound like? Wie tönt das? When one country Wenn ein Land wants to economically destroy another, wirtschaftlich ein anderes Land zerstören will, in modern history, in dieser modernen Geschichte, who was doing that? wer hatte denn das gemacht? The United States, Die Vereinigten Staaten, Russia. Russland. That Cold War Dieser kalte Krieg, that culminated in the Afghan War die dann auch im Afghanistan-Krieg which was 10 years, der Höhepunkt hatte, welches 10 Jahre war, that was all an economic warfare. dass es alles ein wirtschaftlicher Weltkrieg war. So you have France Also man hat Frankreich and Great Britain und Großbritannien, fighting where? die wo kämpfen? In the Middle East. Im Mittelosten. So you see that becomes a proxy war Also man sieht, das wird ein Stellvertreterkrieg, as the nations locally begin to fight on their behalf. wie dann die Nationen lokal kämpfen. Is Britain interacting in these 10 years, 10-year war directly? Kämpft Großbritannien auch direkt mit?
1840. 1840. Who are the four European powers? Wer sind diese 4 europäischen Mächte? One of them is Great Britain. Eine davon ist Großbritannien. So they're involved in this history. Also sie sind auch in diese Geschichte involviert. So I'll just comment here. Ich tue jetzt hier noch Verse kommentieren. 36. Vers 36. One of the things that we've attacked Uriah Smith on Eine der Sachen, die wir angegriffen haben bei Uriah Smith, and he only copied it from Litch. und er hat es eigentlich ja nur von Litch kopiert, It says, and the king shall do according to his will. sagt es, und der König soll gemäß seines Willens handeln. James White, James White he fought Uriah Smith not just specifically on this verse, but against this whole principle. hat gegen Smith gekämpft, und zwar nicht nur mit diesem Vers, sondern über das ganze Prinzip. According to Litch, Gemäß Litch, Smith, Smith, who is the king of the north? wer ist denn der König des Nordens? Turkey. Die Türkei. Turkey is the king of the north. Die Türkei ist der König des Nordens. And James White Und James White thought that was silly. dachte, dass das dumm wäre. And he said it cannot be. Er hat gesagt, das kann nicht sein. Has to be the papacy. Es muss das Papsttum sein. So they had this long ongoing fight between them. Also hatten sie diesen langen Krieg zwischen beiden. Now, Jetzt, I don't know if there's any documentation, any recorded sermon ich weiß nicht, ob es eine aufgenommene Predigt hat, on how to explain what this chart is, um zu erklären, was diese Karte eigentlich ist. especially this part, Speziell dieser Teil dort, when it speaks about 1840. wo es über 1840 redet. I don't know what the Millerites would teach, Ich weiß nicht, was die Milleriten lehren würden, but this document aber dieses Dokument is an address to the public or the world and the church. ist für die Welt und die Gemeinde. And James White, Und James White he was one of the Millerite preachers that used this chart. war einer der Milleritenprediger, der diese Karte benutzt hat. And he would have known about Litch and Litch's work. Und er hätte auch von Litch und seinem Werk gewusst. I would be very surprised Ich wäre sehr überrascht, if in explaining Islam here wenn man hier Islam erklärt and explaining Revelation 9, und Offenbarung 9, that they would not have explained it in the framework that Litch had given. dass sie es nicht im Rahmenwerk von der Vision von Litch, der Version von Litch angeschaut haben. I can't prove it because there's no documentation. Ich kann es nicht beweisen, denn es gibt ja keine Dokumentation darüber. All we have is the chart. Was? Dokumentierung darüber. All we have is the chart Alles, was wir haben, ist diese Karte and the pamphlets und diese Heftchen and the newspaper articles, und natürlich auch die Zeitungsartikel. and they're all consistent. Und sie sind alle konsistent. What we don't have Aber was wir nicht haben, is a typical sermon that would be given, or a typical series of studies that would be given to explain this chart. eine typische Serie oder eine Predigt, die jetzt genau speziell über diese Karte spricht. But it wouldn't be a surprise Aber es wäre keine Überraschung, if James White himself wenn James White selber and others und andere would have explained erklärt hätten, verse 36 to 40 Vers 36 bis 40, when they did this bit on the chart als sie das hier auf die Karte gemacht haben, in exactly the way that Litch explains it, in der gleichen Art und Weise, wie Litch das erklärt hatte. which would have meant that James White would have taught that Turkey was the king of the north. Welches bedeuten würde, dass James White auch gelehrt hat, dass Türkei der König des Nordens wäre And then later changes his mind, und dann später noch seine Meinung ändert. perhaps for good reason. Vielleicht für einen guten Grund. But as James White changes his perspective, Aber als James White seine Perspektive verändert hatte, what you end up doing is destroying Litch's complete message. was man dann tut, ist, dass man die Version von Litch, seine ganze
Botschaft zerstört. because you can't have 1840 Denn man kann nicht 1840 haben, separate to verse 40, getrennt von Vers 40, and you can't have verse 40 und man kann Vers 40 separate to verse 36, nicht separat zu Vers 36 haben. which means that the king in verse 36 Welches bedeutet, dass der König in Vers 36 is not the papacy as James White is going to teach, nicht das Papsttum wäre, wie es James White lehrt, but who? aber wer? Die Türkei, nein. 36. 36. This is Napoleon Das ist Napoleon, as Lich teaches. wie Leach es lehrt. So by the time James White and Smith are fighting, Als dann James White und Smith kämpfen, I think it's around the 1880s, ich denke, es ist etwa in den Jahren you 1880ern, already begin to see a shift in thinking. dann sieht man sozusagen einen Übergang des Denkens. I guess we could say James White was ahead of his time. Ich denke, wir könnten sagen, dass James White von seiner Zeit voraus ist. Problem is, Das Problem ist aber, it must have been before the 1880s because James White dies before that. es muss vor den 1880ern sein, weil James White stirbt davor. If James White was correct, Wenn James White korrekt wäre, then Christ could never have returned dann hätte Christus nie wieder kommen können in the 1890s in den Jahren 1890er. because it was still the same generation. Denn es wäre ja immer noch die gleiche Generation gewesen. So you really have to think about how we view these histories. Also muss man wirklich darüber nachdenken, wie wir diese Geschichten angesehen haben oder betrachtet haben. And the simplistic view that we've had in the past, Und die einfache Ansicht, die wir in der Vergangenheit hatten, that Smith dass Smith is some kind of sleazy historian ein fauler Historiker war and James White is the champion of truth, und James White der Held der Wahrheit wäre, this is not quite correct. das ist nicht ganz so richtig. This version of history cannot be correct Diese Version der Geschichte kann nicht korrekt sein, because White denn White couldn't have been correct on the king of the north, hätte nicht korrekt sein können im Thema des Königs des at Nordens. least according to these verses, Mindestens gemäß diesen Versen. because it would have contradicted Lich's position, Denn es wäre im Gegensatz zu der Position von Leach which stehen. means you couldn't have one time of the end, Welches bedeutet, dass wir nicht eine Zeit des Endes haben which könnten. means Christ couldn't have come in History 1 or History 2, Welches bedeutet, dass Christus nicht in der Geschichte 1 und 2 wiederkommen hätte können. which is against what Ellen White teaches. Welches dagegen ist, was Ellen White lehrt. Why does Uriah Smith use this expression? If we can say a king, I have one sentence more. Because then he's not believing that the king of the north is Turkey. This if So we'll translate as we go along. Also wir besetzen, wie wir dann weiterkommen. Verse 36 Vers 36 says, and the king. sagt, und der König. Let's put Smith aside. Lasst uns jetzt mal Smith zur Seite tun. Lich says this, Leach sagt das folgende, not Smith. nicht Smith. The definite article Der definierte Artikel should have been rendered by the indefinite article. It should sollte, be indefinite, not definite. sollte unbestimmter Artikel sein und nicht ein bestimmter Artikel. Definite is the, Der definierte Artikel ist der indefinite is a. und der unbestimmte Artikel ist eine. Lich says it was translated wrong. Leach hat gesagt, es ist falsch übersetzt. Now, when we've approached this subject, Als wir dieses Thema angegangen sind, we say something like this. haben wir etwas wie das folgende gesagt. Who gives Smith the authority to change a word? Wer gibt Smith die Autorität, sein Wort zu verändern? That's the argument that we use. Das ist das Argument, das wir benutzt haben. And in the same breath, Und im gleichen Atemzug, the same person that accuses Smith, die gleiche Person, die Smith anschuldigt, Lich, Leach, does this.
macht das folgende. Verse 45. Vers 45. He shall plant the tabernacles of his palace between the seas in the glorious holy mountain. So that I just read verse 45. Also ich habe jetzt einfach Vers 45 gelesen. What we do, Was wir tun, what Elder Jeff did, was ältester Jeff getan hat, under no authority unter keiner Autorität, except his own, natürlich außer seine eigene, he changed the word in hatte er das Wort in and made it and. verändert und hat es zu dem Wort und gemacht. There's no authority to do that. Es gibt aber keine Autorität, dass man das tun kann. He doesn't even justify it. He just says it is. Er tut es nicht mal rechtfertigen, er sagt einfach, es ist so. So if this is the prophet for this generation, Also wenn das der Prophet für diese Generation ist and he can change a word, und er das Wort verändern kann, why can't Lich, wieso kann es denn Lich nicht tun? prophet for his generation, Der Prophet für seine Generation, why can't he change a word? wieso kann er denn das Wort nicht verändern? He has the authority. Hat er die Autorität? Why can't he have the authority? Er hatte die Autorität, wieso kann denn nicht er auch die Autorität So haben? these are not strong arguments that we have given Also das sind keine starken Argumente, die wir gegeben haben, about changing the word in verse 36. um das Wort in Vers 46 zu verändern. 36. Did that answer your question? Yeah, did Uriah Smith then believe that the king of the north is Turkey? Yes. Hat Uriah Smith geglaubt, dass der König des Südens, Nordens, die Türkei ist? Yes. Ja. James White didn't. Und James White hat das nicht. Also war James White jetzt sehr gut oder sehr schlecht? In this sense, he was really bad. In diesem Sinne war er sehr schlecht. We say Wir sagen, Ellen White Ellen White had to tell him to sit down and be quiet, musste ihm sagen, sitze jetzt nieder und sei still, not to make trouble. dass er kein Unruhe stiftet. Maybe she was telling him to be quiet because he was wrong. Vielleicht hat sie ihm auch gesagt, dass er ruhig sein soll, weil er falsch war. Trace back this history. Geh zurück in dieser Geschichte. In the 1870s, In den 1870ern you know that James White is wrong. weiß man, dass James White falsch war. By the way, James White dies in 1881. Also James White ist im Jahr 1881 gestorben. So I think these arguments are occurring in the 1870s. Also ich glaube, dass diese Argumente in den Jahren 1870er Jahren aufkommen. Denkst du, dass Gott ihn zur Ruhe gelegt wegen dieser Situation? Perhaps. Vielleicht. Let's pray. Lass uns beten. Our Heavenly Father, we thank you. Unser himmlischer Vater, wir danken dir. We want to ask and pray for a blessing, Wir beten für einen Segen, that we would have a clearer understanding of prophetic history. damit wir ein klareres Verständnis von prophetischer Geschichte bekommen können. Thank you for your goodness and mercy. Danke für deine Güte und deine Gerechtigkeit. Pray for a blessing in Jesus' name. Wir beten um einen Segen in Jesu Namen. Amen. Amen.